Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch, wie ich meine Teelichthalter getöpfert habe. Das ist absolut anfängergeeignet. Ihr benötigt hierzu schamottierten Ton, ein Schneidedraht, ein Nudelholz, ein leeres Kunststoffrohr und natürlich eine kleine Form für eine Halbschale. Ich habe hier eine Gipsform mit 4 verschiedenen Größen. Als allererstes habe ich hier noch eine alte Zeitung, da rolle ich dann dieses Kunststoffrohr ein, das wird jetzt gut verpackt, da reicht so ein halbes Blättchen und das dient natürlich dem Ton der Formgebung, dass der Ton letztendlich nicht an der Kunststoffrolle kleben bleibt. Das ist ein gutes Trennmittel, da bekommt ihr nachher diese Kunststoffrolle ganz leicht wieder entfernt, ohne dass ihr dann das getöpferte Gefäß kaputt macht. Ich habe hier noch Tonreste, die ich verwenden möchte. Die werden als erstes noch einmal gut durchgeknetet, damit die auch schön stabil nachher zusammenhalten. Das sind viele kleine Reste. Wie gesagt, das könnt ihr gut zusammenkneten, wenn ihr Tonreste verwenden wollt. Ihr könnt euch aber auch ein neues Stück abschneiden. Und dann geht es schon los mit dem Ausrollen. Ich nutze mal ganz gerne ein Nudelholz. Es gibt aber auch Rundhölzer, die man dafür verwenden kann. Und bei dem Ausrollen wende ich den Ton immer wieder, bis er schon eine schöne glatte Form angenommen hat, wo ich dann letztendlich meine 2 Leisten, die sind noch sehr schmal, die haben eine Höhe von ca. 5 mm, die lege ich jetzt links und rechts von dem Ton aus und walze dann nochmal mit dem Nudelholz da drüber und erhalte somit einen gleichmäßigen Scherben. Wenn der Ton nun gleichmäßig ausgerollt wurde, schneide ich ganz grob mir ein Rechteck zu. Das muss jetzt noch nicht genaue Maße haben. Ich mache das bloß, um jetzt eine eventuelle Größe schon mal vorzugeben. Dann markiere ich mir eine Stelle auf dem Papier, um jetzt einmal abzuschätzen, ob der ausgerollte Ton auch einmal herumpasst. Und in meinem Fall reicht das aus. Mir reicht die Größe auch schon aus, sodass ich jetzt erstmal nochmal den Ton entferne. Der klebt schon ganz schön auf dem Brett. Und dann geht das Einrollen jetzt schon los. Und wie man hier erkennen kann, passt der Ton auch wirklich einmal ganz genau herum. Die Endstücken, die jetzt noch nicht übereinander lappen, die werde ich noch abschneiden. Aber zuvor werde ich den weichen Ton miteinander verbinden. Der ist tatsächlich so weich, dass man ihn auch gar nicht schlickern muss. Also der kann dann mit einem Messer richtig schön verschmiert werden, sodass sich die beiden Tonenden miteinander gut verbinden. Mit meiner Metallschiene glätte ich das Ganze noch einmal, damit man die Übergänge nicht so stark sieht und dass der Ton auch eine schöne glatte Oberfläche bekommt. Die Enden schneide ich jetzt mit dem Messer ab, weil der Ton hier gar nicht mehr übereinander lappt und habe so gleichzeitig eine Standfläche und auch oben die Fläche, wo sich dann nachher der eigentliche Kerzenhalter befindet. Und dann erhalte ich natürlich meinen Zylinder. Das ist jetzt meine Grundform und damit die nicht ganz so eintönig aussieht, wird die natürlich noch etwas verziert.
Aber zuvor brauche ich noch den Boden. Dazu habe ich hier runde Ausstecher, die kennt ihr vielleicht. Die sind auf einer Seite gewellt und auf der anderen Seite glatt. Ich brauche jetzt die glatte Seite und suche mir jetzt erstmal eine passende Form dafür raus. Die probiere ich dann schon mal an und die sieht ganz gut aus. Und da steche ich mir einfach nur einen Kreis, einen runden Kreis aus, um das als Boden zu haben, um dann anschließend den Zylinder darauf aufzubringen. Und hier kann man schon ganz gut erkennen, der Zylinder, den ich jetzt geformt habe, der löst sich schon etwas. Das soll auch so sein, das ist im Prinzip durch das Papier bedingt, was ich ja um dieses Kunststoffrohr gewickelt habe. Und ich schlicker jetzt mir hier meinen Boden an, dazu ritze ich erstmal den Ton etwas ein, bringe dann etwas Schlicker darauf und werde dann den Zylinder da dran befestigen. Wenn der Boden befestigt ist, dann glätte ich das Ganze nochmal mit der Metallschiene und verschmiere das ordentlich, damit man die Übergänge nicht so genau sieht. Und dann kann der Zylinder jetzt erstmal beiseite gestellt werden und etwas trocknen, weil der Ton wirklich noch sehr weich ist. Ihr könnt dazu das Papier innen drin lassen, dann hat er mehr Stabilität. Und ich widme mich jetzt der weiteren Form, also oben kommt ja eine Halbschale nochmal rauf. Dazu rolle ich mir auch hier wieder etwas tondünn aus, also in gleicher Stärke wieder. Ich nehme hierzu wieder meine 2 Leisten, rolle den Ton dazwischen aus, habe dadurch wieder eine gleichmäßige Stärke des Tons und kann das dann im Prinzip in dieses kleine Schälchen oder in die kleine Gipsform einfügen. Ihr könnt hierzu auch eine andere Form nehmen, je nachdem, was euch gefällt, was ihr zur Hand habt. Wenn ihr glatte Gegenstände, also nicht gerade Gipsform, sondern glatte Metall- oder Plastikschüsseln verwendet, denkt immer dran, etwas dazwischen zu legen, was den Ton nicht so ankleben lässt. Das kann ein Zewa sein, das kann ein Tuch, ein Baumwolltuch sein. Aber wie gesagt, die Gipsformen, die eignen sich hier hervorragend für und ich kann die immer wieder bloß empfehlen, die kann man immer wieder verwenden und man kann sehr vielseitig damit auch arbeiten. Und den Ton schneide ich etwas ein und die überstehenden Ränder ganz vorsichtig mit dem Messer einmal rundherum ab. Dabei muss man immer ganz doll aufpassen, dass man mit der Messerspitze nicht in die weiche Gipsform gelangt. Das ergibt Riefen und ja, das kann natürlich bei den Folgeprojekten dann schon immer unschöne Abbildungen haben. Und den Ton, den drücke ich jetzt hier mit beiden Daumen erstmal fest in die Innenseite. Und ihr habt natürlich, wenn ihr es jetzt beobachtet habt, einen Schnitt, den ich hier gemacht habe, den sieht man dann nachher von außen. Aber erstmal drücke ich den so weit in die Form ein, dass der Ton jetzt auch die Form annimmt. Dann rolle ich noch einmal mit meinem Nudelholz darüber und schneide das mit dem Schneidedraht, den ich auch sonst benutze zum Ton abschneiden. Den halte ich straff gezogen in beiden Händen und gehe einmal damit über die Form und habe dann schon einen glatten Schnitt.
Und wenn der Ton etwas angetrocknet ist in der Gipsform, lässt sich meine Halbschale hier auch gut entnehmen. Die muss natürlich von außen jetzt noch etwas bearbeitet werden, weil da diese Übergänge von dem Schnitt noch zu sehen ist und ein paar kleine Falten haben sich auch gebildet. Und die ziehe ich jetzt mit der Schiene noch einmal glatt und ja, dann verschwinden die auch, wenn man das jetzt bei dem weichen Ton nochmal miteinander verschmiert. Und dann sieht man letztendlich auch gar nichts mehr. Und ich habe mir überlegt, ich könnte mal wieder was mit einem Spitzendeckchen machen. Ihr kennt das sicherlich vielleicht schon, das habe ich in den letzten Jahren ganz oft beobachten können, dass diese Spitzendeckchen beim Töpfern viel Verwendung finden und ich finde sie eigentlich auch ganz hübsch. Auch wenn sie so aus der Mode gekommen sind, zum Töpfern eignen sie sich allemal. Der Ton ist noch so weich, dass ich den jetzt weiter noch bearbeiten kann. Ich sehe auch zu, dass hier keine weiteren Krümel auf dem Ton irgendwie noch vorhanden sind und werde dann das Spitzendeckchen einmal zur Hälfte da auflegen. Ich möchte jetzt nicht rundherum diesen Abdruck haben, sondern nur ausschnittsweise. Der Rand kann richtig festgedrückt werden, aber irgendwann verläuft sich das. Und hierzu nutze ich einen Pizzaroller. Vielleicht habt ihr sowas auch in euren Utensilien. Ich brauche den eigentlich nicht zum Pizzabacken und von daher ist der dann irgendwann in meine Werkstatt gewandert. Die welligen Enden von dem Spitzendeckchen drücke ich schon sehr fest in den Ton, also ich rolle das jetzt mit diesem Pizzaroller ein und lasse das dann zum Schluss ganz vorsichtig auslaufen, so dass ich also nicht einen abrupten Abdruck dann habe, der dann endet, sondern dass es so ganz vorsichtig ausläuft und ziehe dann das Deckchen vorsichtig ab und habe ein schönes Muster in dem Zylinder und lasse das Ganze dann erstmal auf dem Brettchen stehen. Ich entferne jetzt das Papier und das Kunststoffrohr und lege es beiseite. Solltet ihr kleine Papierschnipsel noch in dem Zylinder haben, ist das völlig untragisch. Das verbrennt nachher im Sprühbrand, da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Ja, und jetzt geht es oben weiter. Ich schlicke auch hier dazu meine Halbkugel an und ritze natürlich den Zylinder erstmal an und mache eine kleine Anprobe, ob das Ganze gerade sitzt, wie das dann aussieht, und wenn das dann die richtige Stelle auch angenommen hat, markiere ich das einmal, indem ich da mit dem Schaschlikstäbchen herumfahre und dann kann ich an der markierten Stelle auch die Halbschale anfangen anzuritzen, gebe etwas Schlicker drauf und werde das Ganze miteinander verbinden. Ich kontrolliere das Ganze jetzt nochmal, ob es alles mittig sitzt und den ausgetretenen Schlicker, den entferne ich mit einem Pinsel, verschmiere das dann anschließend gleichzeitig, so bekommt es noch eine bessere Verbindung. Ja, und dann ist das Ganze schon fertig und ihr seht, das ist eine relativ einfache Sache. Ich habe insgesamt 3 verschiedene Größen angefertigt, habe das Ganze dann trocknen lassen und im Ofen bei 900 Grad geschrüht. Und dann habe ich die Vertiefung mit dunkler Glasur, das war hier ein dunkelbraun und auch den oberen Teil mit einem dunklen Braun glasiert und habe es etwas abgewischt und anschließend eine weiße Glasur darauf gegeben. Ja, das ist es schon gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Es gibt demnächst weitere Videos zum Töpfern. Und vielleicht habt ihr jemanden im Bekanntenkreis, der auch gerne anfangen möchte zu töpfern, dann empfehlt mich einfach weiter. Bis zum nächsten Mal und bleibt kreativ.